Herzlich willkommen zum neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Uns erreichen sehr viele Fragen über den Zustand von den Flächen von meinem Schwiegervater und auch dem Alex sein Rasen. Und da hätte ich einfach gesagt, die schauen wir uns heute mal genauer an. Viel Spaß! Nicht wundern, meine Stimme ist immer noch etwas angeschlagen, wie im letzten Video auch. Ich hätte einfach gesagt, wir schauen uns jetzt mal die Fläche von meinem Schwiegervater an. Mit dem fangen wir an, weil hier haben wir vor 6 Wochen, 8 Wochen nachgesät, nachdem die Hitzeperiode vorbei war. Und ich war ehrlich gesagt auch schon sehr lange nicht mehr da und ich bin jetzt gerade etwas verwundert. Ja, wie erwähnt, war ich schon länger nicht mehr hier. Und wir haben ja nach der Trockenperiode hier alles nachgesät. Für all diejenigen, die das erste Mal heute einschalten, das ist die Fläche von meinem Schwiegervater. Da haben wir schon mehrere Videos, die blenden wir euch oben ein. Das ist so eine Fläche, die wir in regelmäßigen Abständen nachsäen, neu machen, wie auch immer. Das ist zum einen mal auch für uns ganz gut, um euch zu zeigen, was ihr alles beachten solltet. Und zum anderen aber auch liegt es einfach daran, dass mein Schwiegervater relativ wenig Zeit investiert und den Rasen mehr oder weniger, eher weniger gut pflegt. Es wird halt gemäht, aber hier werden keine aufwendigen Tests gemacht mit pH-Wert etc., sondern der wird eher so stiefmütterlich behandelt. Der Rasen war vor ein paar Wochen komplett vertrocknet. Der war wirklich, das war nur noch eine Steppenwüste und wir hatten den Rasen letztes Jahr, ich meine es war letztes Jahr, haben wir den neu gemacht oder schon 2 Jahre her, haben wir den komplett neu gemacht, weil er viel Klee drin hatte. Und dann war der Klee eigentlich weg. Der war im Frühjahr nahezu komplett weg. Wir hatten mal ein ganz kleines Nest hier, ein kleines Nest da. Und jetzt nach der Trockenperiode ist wieder extrem viel Klee da. Der Klee wird wieder verstärkt, er nimmt zu. Und da muss ich ganz klar sagen, das liegt daran, dass der Rasen über den Sommer nicht ordentlich gepflegt wurde. Es wurde nicht bewässert und dadurch konnte natürlich der Klee sich deutlich ausbreiten. Wir haben ja dann alles nochmal stark gelüftet, nachgesät, aber für den Klee fehlt jetzt einfach der Konkurrenzdruck vom Gras. Und dadurch kann er sich enorm schnell ausbreiten. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich persönlich dann sage, es macht eigentlich viel mehr Sinn, ihr investiert ein paar Euro an Wasser, vor allem bei so einer kleinen Fläche hier mit 60 Quadratmeter, vielleicht auch 80, investiert ein paar Euro über den Sommer, haltet euer Gras am Leben und dadurch müsst ihr im Herbst nicht nachsäen, ihr müsst im Frühjahr nicht wieder gegen Klee kämpfen, weil meiner persönlichen Erfahrung nach könnt ihr gegen Klee mechanisch nur bedingt vorgehen. Gegen Klee hilft eigentlich nur Chemie, meine Meinung, auch meine Erfahrung. Wenn ihr anderer Meinung seid, dürft ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber das ist auch wieder so ein Thema, wo ich sage, da müsst ihr wieder Zeit investieren, ihr müsst Geld investieren und vor allem, es ist nicht wirklich nachhaltig. Und genau aus dem Grund bin ich eigentlich der Meinung, dass so eine kleine Fläche, dass es sinnvoller wäre, wenn man die regelmäßig pflegt, wenn man die gut pflegt und dann immer darauf achtet, dass das Gras im vollen Saft steht, gut im Futter steht und dadurch dann das Gras auch Unkraut etc. gut verdrängen kann. Auf dieser Fläche, die haben wir nur nachgesät. Diese Fläche, die schaut etwas besser aus, die schaut eigentlich ganz gut aus. Wir haben aber auch hier ziemlich viel Unkraut drin. Wir haben hier ein paar Disteln drin. Was ist das? Auch ein bisschen Unkraut, ist glaube ich auch eine Distel. Und man hat hier mal da schon ein bisschen mehr oder weniger mit Unkraut zu kämpfen, ein paar Fehlstellen etc. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ja, für das Wasser, was gepflegt wird, ist er eigentlich ganz okay. Wie sieht es hier aus? Was machen wir hier weiter? Wie machen wir weiter? Wir werden hier im Frühjahr mal wieder ein Pflegeprogramm starten. Er bekommt natürlich jetzt noch einen guten Herbstdünger.
Dann werden wir im Frühjahr nochmals nachsäen, lüften, nachsäen und schauen, dass dann das Gras, das gewünschte Gras, was wir wollen, dass das wieder einen Push bekommt und dementsprechend wieder das Unkraut verdrängen kann. Jetzt hätte ich gesagt, setzen wir uns ins Auto und schauen mal die Fläche vom Robi. Schauen wir Robi-Testfläche an. Los geht's. So, wir sind auf unserer Testfläche, die wir ja erst im Frühjahr neu angelegt haben. Das war ja wirklich ein Acker, war nicht viel da. Und da haben wir 3 verschiedene Grassorten, 3 verschiedene Arten drin. Und da muss ich echt sagen, die Fläche entwickelt sich fantastisch gut. Ich bin echt mega beeindruckt. Ich hätte nie gedacht, dass wir diese Fläche dieses Jahr noch so schön und so toll hinbekommen. Wir können gerne mal auf die einzelnen Flächen auch noch mal eingehen. Hier haben wir ja ein sehr trockenheitsbeständiger Rasen drin, der Mediterran von Eurogreen mit sehr viel Rohrschwingel. Und der macht sich jetzt mittlerweile echt richtig gut. Der wird schön dicht. Es ist ein sehr, sehr dunkles Gras. Er ist wirklich sehr dunkel, relativ grobblättrig, aber bisher gefällt er mir wirklich sehr gut. Es ist noch sehr viel Unkraut drin, ja, weil die ganze Fläche, die war ja wirklich mit Unkraut verseucht. Aber auch hier bin ich der Meinung, geht das Unkraut deutlich zurück. Es wird deutlich weniger und im Großen und Ganzen, er wird echt gut dicht. Finde ich cool, finde ich richtig cool. Die Fläche hier, die geht ja bis hierher. Hier beginnt dann unseren WM-Rasen von Eurogreen hauptsächlich, oder hier ist Lolium perenne und die Pratensis drin. Er ist deutlich feiner, wie ihr es auch seht. Er ist auch ordentlich dicht. Er ist viel dichter als da oben. Der gefällt mir mal richtig toll. Er ist deutlich heller. Er ist nicht ganz supina-grün, aber er ist wirklich deutlich heller. Er macht sich fantastisch gut. Die Schnitthöhe ist hier eigentlich so aktuell. Wir sind mit Mulchmaster ein paar Mal durch. Jetzt steht ja der Yardforce Mäh-Robi hier auf dieser Fläche, wo er jetzt mähen darf. Und die Schnitthöhe ist aktuell noch bei 60 mm. Da gehen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr viel runter. Und hier ja, ist mal hier, mal da noch ein bisschen Unkraut. Und hier haben wir auch nachgesät. Wir haben generell die ganzen Flächen noch mal nachgesät dieses Jahr. Alex hat es vor 3-4 Wochen noch mal Samen drauf, aber nicht groß eingearbeitet oder Sand drauf. Und man sieht auch hier, wird der Rasen jetzt richtig schön dicht. Ja? Also auch schön am Rand, alles noch schön hell. Die helle Gräser deuten auf neues Gras hin. Das sieht man immer ganz, ganz toll. Einen Maulwurf haben wir ja schon mal angesprochen. Da oben ist ein Hügel, hier ist ein Hügel. Ja, da schauen wir mal, wie sich der entwickelt, was der so macht. Naja, bin ich gespannt. Hier sind wir dann schon auf unserer Rasana-Topfläche und auch die hat sehr viel Festuca-Anteil drin und auch die hat sich wirklich fantastisch gut entwickelt. Es gibt eigentlich nichts, wo ich bisher sage, gefällt mir nicht oder so. Es ist wirklich top. Auch hier in diesem Bereich, klar, hier liegt mega viel Laub drauf. Hier wieder ein Maulwurfshügel. Es liegt viel Laub drauf. Er wird aber generell sehr dicht. Auch hier noch hier und da Unkraut, Pilze sind drin, gewaltig viele Pilze. Also ihr seht, es ist kein perfekter Rasen. Es soll auch, wie erwähnt, kein perfekter Rasen sein. Soll er auch nicht werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese 3 Rasenflächen wirklich sehr schön werden. Sie werden richtig gut. Die bekommen natürlich jetzt auch nochmals Herbstdünger ab. Da packen wir jetzt so die nächsten 1-2 Wochen Herbstdünger drauf. Und dann ist diese Fläche für dieses Jahr auch soweit erledigt. Nächstes Jahr, was machen wir da? Natürlich weiterhin pflegen. Wir stecken nicht zu viel Zeit rein. Wir werden hier auf jeden Fall was gegen das Unkraut tun. Wir werden nochmal nachsäen und dann kommen die verschiedenen Robis drauf und wir testen dann vielleicht auch mal, hätte ich gesagt, Sichelmäher oder sonst irgendwas. Schreibt es gerne in die Kommentare, was wir hier alles testen sollen. Würde uns sehr freuen. Jetzt hätte ich gesagt, setzen wir uns wieder ins Auto und dann schauen wir uns die Fläche vom Alex an.
So, schauen wir uns mal die Fläche beim Alex an. Ja, die Fläche, die ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, 14 Monate so rum. Da haben wir auch ein Video gemacht, blenden wir euch auch oben ein. Wir haben ja hier eine sehr sandlastige Tragschicht ausgebracht und dann den Rasana Super reingesät mit 3% Poa Supina. Und wie man hier sieht, muss ich echt sagen, der Rasen entwickelt sich echt prächtig. Das sieht richtig, richtig gut aus. Die Schnitthöhe liegt eigentlich das ganze Jahr schon um die 20 mm, auch jetzt aktuell. Er mäht jetzt aber aktuell mit dem Sichelmäher, weil er relativ viel Äste hat und Blätter. Und ich muss echt sagen, die Fläche, die ist wirklich in einem fast tadellosen Zustand. Die sieht wirklich, wirklich schön aus. Und im Großen und Ganzen ein paar Regenwurmhäufchen, mal wieder Regenwurmhäufchen drin. Nee, aber es sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Wir sagen ja generell, dass der Rasen benötigt 2 oder sogar 3 Jahre Zeit, um sich vollständig zu entwickeln. Das bedeutet, dass wir nach einem Jahr noch bei weitem nicht am Ende sind. Er macht jetzt erst einen richtigen Schub, er kriegt jetzt erst einen Push, vor allem ein Supina-Rasen. Ein Supina-Rasen braucht erstmal ein Jahr lang, da tut sich so gut wie gar nichts. Da wachsen erst die anderen Gräser, wie die Festuca ist hier noch drin, die Lolium perenne und die Pratensis. Und jetzt erst schiebt die Supina richtig an. Er wird jetzt auch zunehmend heller. Das sieht man auch ganz gut. Ich hoffe, man sieht es auch auf der Kamera. Diese Fläche hier, die hat er jetzt erst, glaube ich, im Frühjahr neu gemacht. Er nickt, im Frühjahr hat er diese Fläche neu gemacht. Die ist noch deutlich dunkler. Hier ist der Supina-Anteil noch deutlich weniger. Aber auch der sieht echt gut aus. Aber bei genauem Betrachten ist der noch deutlich lückenhafter als der andere. Ich habe gesagt, wir schauen uns das mal an. Man sieht hier, er ist deutlich lückiger. Überall, auch hier in diesem Bereich, da fehlt es noch ordentlich. Also man merkt einfach dem Gras an, dass er noch nicht so, dass die Fläche noch nicht so alt ist. Da gehen wir jetzt mal auf diese Fläche hier, die ist deutlich besser. Schaut euch das an. Wenn ich hier auseinander gehe, der ist deutlich besser verwurzelt. Er ist deutlich, deutlich breiter. Also hier merkt man schon, dass die Supina, hier ist auch eine Supina, das ist eine klassische Supina. Ich reiße die jetzt einfach mal raus. Kriege ich gar nicht, Gras ist noch das. So was ist dann die Supina. Und man merkt dann, dass die sich deutlich ausbreitet, dass die deutlich breiter wird und der Rasen deutlich dichter wird. Also an alle, die erst neu angelegt haben, es dauert mindestens mal ein Jahr, bis der Rasen so seinen Bestand hat und bis er dann einigermaßen dicht ist und einigermaßen schön aussieht. Aber diese Fläche hier ist echt schön. Sie wird immer besser, sie wird natürlich auch richtig gut gepflegt. Sie hat ordentlich Dünger, pH-Wert passt auch, haben wir auch gemessen. Und sie wird natürlich auch mit dem Spindelmäher gemäht, normalerweise mit dem Stirling. Und das merkt man natürlich auch nochmal, weil dadurch wird einfach das Gras weniger beschädigt und es kann sich deutlich mehr auf die Ausbreitung, auf die Verbreiterung, auf den Breitenwuchs konzentrieren und muss die Schäden nicht immer ausgleichen bzw. regenerieren. Ja, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal zu mir rüber. Dann schauen wir mal meinen Rasen an, wie der in den Winter geschickt wird. Ich hoffe, er sieht auch so schön aus. Schauen wir mal. Ja, meine Fläche, ich denke, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Die kennt ihr, brauchen wir nicht groß drauf eingehen. Ich denke, die passt soweit für Anfang November, ist es okay. Sie ist nicht in Topform, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt Anfang November und somit die Saison eigentlich rum. Was mache ich? Dieses Jahr mache ich natürlich nichts mehr. Herbstdüngung bringe ich noch raus. Sonst mache ich dieses Jahr nichts mehr. Nächstes Jahr werde ich erifizieren. Ich will den Sandanteil noch etwas erhöhen. Und da werde ich aber mir diesmal nicht von Hand das antun, sondern es wird eine Maschine, werde ich mir ausleihen. Vielleicht kaufen wir uns auch eine, ich weiß es noch nicht, schauen wir mal. Und dann werde ich auf jeden Fall dann nochmal schön sanden. Ja, ich bin etwas schockiert, etwas beängstigt, weil ich habe die Trivialis entdeckt. Ich habe hier eine kleine Stelle Trivialis,
Nicht nur da, auch da drüben im Carport-Bereich vom Alex. Ihr seht das helle, ganz feine Gras, das ist die Trivialis. Regenwurmhäufchen, Unkraut ist auch drin. Und auch wenn man da dran zieht, es riecht etwas muffig. Und da habe ich schon ein bisschen Bammel davor, weil das war ja der Grund, warum ich hier eigentlich komplett alles neu gemacht habe. Vor 4 oder 5 Jahren ist schon her. Aber ich denke, die Supina kriegt das relativ gut in den Griff. Ich werde auch nächstes Jahr wieder nachsehen mit dem Supina-Anteil, mit der Lolium perenne. Ich will schauen, dass ich eine ganz gute Mischung finde zwischen Lolium und der Supina. Von dem her würde ich einfach sagen, wenn es euch interessiert, abonniert den Kanal, schaut auch nächstes Jahr wieder rein. Dieses Jahr kommen ja auch noch ein paar Videos und dann passt es. Und wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dürft ihr auch gerne auf Instagram uns abonnieren oder folgen. Da sind wir mittlerweile auch schon 9000. Vielen Dank an alle, die uns da abonniert haben. Und von daher würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich muss jetzt auch aufhören, meine Stimme, die versagt langsam. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.